Ayurveda und Anthony William. Heute erzähle ich euch, warum ich von Ayurveda begeistert bin und wie ich das mit der Lehre von Anthony William verbinde. Oder wie ich die Lehre von Anthony William mit Ayurveda verbinde. Ayurveda heißt übersetzt Wissenschaft des Lebens. Die Ursprünge des Ayurveda sind weit über 5000 Jahre alt und der geografische Ursprung ist der indische Raum. Ja, Ayurveda versteht sich als ganzheitliches System. Es umfasst zwischen dem gesundheitlichen und philosophischen Aspekt auch die spirituelle, energetische, astrologische und den ökologischen Aspekt unseres Seins. Ja, in unserer westlichen Welt haben wir es uns angewöhnt, den Arzt aufzusuchen, wenn die Symptome so schlimm sind, dass wir es einfach nicht mehr aushalten. Ja, die Schulmedizin kann dadurch eigentlich nur Schadensbegrenzung machen. Sie hat es dann gar nicht mehr zur Aufgabe, den wirklichen Ursprung anzuschauen. Und die heutige Schulmedizin hat auch so ein maschinelles Denken, wie sie mit dem Körper arbeitet. Ja, dieses maschinelle Denken ist schon sehr weit verankert in unserer westlichen Medizin. Der Philosoph René Descartes beschreibt zum Beispiel, dass unser Körper wie eine Maschine funktionieren soll und dass wir doch alle organischen Vorgänge mechanisch betrachten sollen. Ja, und dieses Denken war Grundlage in vielen Therapien. Ja, und bei dem traditionellen, ganzheitlichen Heilsystem ist es natürlich ganz anders. Da werden nämlich ganz viele verschiedene Zusammenhänge und Informationen genommen und diese ganzheitlich betrachtet. Hier geht man davon aus, dass der Mensch ein Teil von der Natur ist. Und dass der Mensch nicht nur ein Teil von der Natur ist, sondern dass er auch maßgeblich davon beeinflusst wird. Ob es jetzt Tages-Nacht-Rhythmus ist oder die Jahreszeiten. Alles lebt und stirbt in einer gewissen Rhythmik. Alles ist von einem großen Kreislauf bestimmt. Wenn wir uns von der Natur und dem Grundnaturell entkoppeln, verlieren wir den Zugang zu unserem natürlichen Körperrhythmus. Daraus entstehen Müdigkeit, Energielosigkeit oder Schmerzen. Und dann neigen wir dazu, die Symptome unseres Körpers zu ignorieren, bis wir sie nicht mehr aushalten können. Und hier ist die Frage, wie wird im Ayurveda mit Symptomen umgegangen? Ja, im Ayurveda ist das Ziel, so früh wie möglich auf Symptome einzugehen. Hier ist das Ziel, zu schauen, ob schon ein Ungleichgewicht in der Entstehung ist. Und wenn dann beobachtet wird, dass ein leichtes Ungleichgewicht stattfindet, dann kann mit Ernährung und dem Lebensstil gleich gegengewirkt werden. Und wie finden wir das heraus oder wie macht Ayurveda das? In der Natur finden wir 5 Elemente, die die Erde und das Leben darauf formen. Es ist Äther und Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Sie bestimmen alles. Das Wesen der Steine, der Pflanzen, der Menschen und der Tiere. Der Mensch gilt als Mikrokosmos der Welt. Alle Elemente finden sich in dem Körper wieder. Zum Beispiel auch in den 5 Sinnen. Wir haben den Raum, das ist das Hören, das Sehen, das ist das Feuer, das Riechen, die Erde, das Fühlen, die Luft und Schmecken, das Wasser. Da bei jedem Menschen bei seiner Geburt ein verschieden hohen Anteil der Elemente verankert ist, geht Ayurveda davon aus, dass wir sehr, sehr individuell sind. Jeder einzelne von uns ist mit körperlichen und seelischen Schwächen und Stärken ausgestattet. Zu welchem Typ jemand zählt, ergibt sich aus den 3 Doshas. Wir haben Vata, Pitta und Kapha. Und diese Doshas werden aus den verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Wir haben Vata aus Luft und Äther, Pitta als Feuer und Wasser und Kapha Wasser und Erde. Was mich an der Lehre so begeistert, ist, dass jeder Mensch individuell betrachtet wird. Ein sehr starker Satz in der ayurvedischen Lehre ist: Du bist, was du verdaust. Also im Ayurveda geht man davon aus, dass jeder mit einer bestimmten Konstitution geboren wurde. Und das ist sein Grundnaturell. Im Laufe unseres Lebens werden wir geprägt, verletzt, gestresst, verbogen oder traumatisiert. Hier entsteht eine Abweichung vom Grundnaturell. In der ayurvedischen Anamnese kann man dann aufgrund eines Fragebogens, Betrachten der Zunge, der Pulsanamnese und vielen weiteren Beobachtungen schlussendlich sehen, wie weit sich das jetzige Naturell von dem Grundnaturell entfernt hat.
Und hier sieht man ganz gut an diesen 5 Elementen, wo ein Element überbordet. Also ob dann zu viel Wasser im Körper ist oder zu viel Luft etc. In meinem Beispiel, ich bin ein Vata-Pitta-Typ. Das ist mein Dosha. Das heißt, das Vata hat Äther und Luft drin und das Pitta Feuer und Wasser. Hier fehlt mir von Grund aus das Element Erde. Das Element Erde ist dem Kapha-Typ zugeordnet. In der Praxis heißt das, dass ich mit meiner luftigen, energetischen Art schnell dazu neige, mich zu verausgaben und auszubrennen. Und deswegen kann ich mir Erdung durch die Nahrung geben oder Routinen in meinem Alltag, die mich erden. Als Vata-Typ zum Beispiel neige ich auch zu Blähungen. Auch hier kann ich diesem Luftfaktor in mir entgegenwirken, indem ich Kräuter und Gewürze nehme, die da einen Ausgleich schaffen. Für meine Arbeit ist es so bereichernd, den Menschen zu sehen, wie er ursprünglich war und ihn in diesem Grundnaturell zu ermutigen und dass man nicht irgendwelche Sachen adaptiert und sagt, oh, ich muss das machen oder diese Diät oder ich muss jetzt hier Rohkost machen, sondern dass man schauen kann, wie viele dieser Elemente sind in meinem Körper vorhanden. Bei mir im Vergleich jetzt zu dieser Medical Medium Ernährung war es so, dass ganz viele Menschen um mich herum gesagt haben, ja, sie machen jetzt Rohkost und nur noch Rohkost, das ist das Wahre. Und ich habe gemerkt, dass ich als Vater in mir, also der viel Kälte auch in sich hat, aber die Wärme unbedingt braucht. Sonst habe ich zu wenig Energie und ich brauche einfach diese Wärme. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache vieles Rohkost, aber ich brauche auch die Kartoffeln, ich brauche die Suppen, gerade wenn der Winter kommt. Ich brauche diese wärmenden Substanzen. Und das hat mir geholfen, ja, mich anzunehmen, meine Konstitution, so wie ich bin. Und es hat mir auch geholfen, meine Arbeit als Coach wirklich auf den Menschen einzugehen, der vor mir ist. Wirklich zu schauen, wer bist du in deinem Grundnaturell, wo hat die Verschiebung stattgefunden und wie können wir jetzt dich in natürlichen Routinen in dein Grundnaturell zurückbringen. Ob das jetzt mit Yoga ist oder mit irgendwelchen schönen Routinen wie einem guten Kräutertee oder den Nahrungsmitteln auf Medical Medium Basis, aber vielleicht ein bisschen anders zubereitet. Der Kapha-Typ, der braucht zum Beispiel mehr Würze in seinem Leben und ein Pitta-Typ gar nicht. Zu viel Schärfe würde das Sodbrennen wieder verstärken. Und hier das ganzheitlich betrachten zu können, ist so ein riesengroßer Mehrwert. Und ich finde es so schön, dass wir von diesen alten Kulturen lernen können und ja, von allen Lehren einfach das Beste herausholen dürfen. Beim Ayurveda werde ich auch oft gefragt, ja, aber da steht doch, zu allem Fett dazu nehmen und alles muss gekocht sein und die Ernährungsabstände müssen ganz weit sein. Das sind doch so Grundpfeiler von Ayurveda. Wie kannst du das überhaupt mit der Lehre von Anthony William verbinden? Und ich denke, grundsätzlich habe ich es so gemacht, dass, wie ich es vorhin angedeutet habe, ich habe geschaut, welche Elemente sind bei mir stark vorhanden und wie kann ich sie durch die Ernährung ausgleichen. Ob jetzt, wie das Essen zubereitet ist oder wann ich es zu mir nehme oder welche Früchte und Gemüse mir besonders gut tun. Das alles hat mir geholfen, wieder zurück in mein Grundnaturell zu kommen. Und es hat sich für mich nicht so angefühlt, als müsste ich ganz dogmatisch die eine Sache machen und das schließt die andere aus. Es ist eher so, das Gute behaltet. Und bei mir ist es so, wenn ich die 2 Lehren anschaue, das Fettreduzierte macht für mich definitiv Sinn, weil ich meine Leber geschont habe. Und die langen Essensabstände im Ayurveda habe ich auch nicht umgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Nebennieren unterstützen muss. Und bei dem Gekochten hat es mir so geholfen, dass ich dieses Wissen von Ayurveda hatte, dass meine Konstitution diese Wärme unbedingt braucht. Und ich war so froh, dass ich diese wärmende Suppen machen konnte und mehr Gemüse
Ofengemüse, mehr Ofengemüse zubereiten konnte. Ich denke, wenn ich für mich diese Auslegung der Ernährungslehre von Anthony William so hardcore auf Rohkost gefolgt wäre, dann hätte ich das nicht geschafft. Dann hätte ich gefroren, ich hätte zu wenig Energie gehabt und es hätte mein Grundnaturell noch viel mehr aus dem Ungleichgewicht gebracht in meiner Konstitution. Deswegen ist es einfach so schön, wenn wir uns auf die Suche begeben nach dem Selbst, wirklich zu forschen, wer bin ich, was brauche ich und welche Dinge kann ich aus den verschiedenen Lehren nehmen, die mich aufblühen lassen und die mich ermutigen und auch für einen langen Atem sorgen, weil etwas einfach mal 3 Monate durchzuziehen und das gegen das eigene Grundnaturell, das geht vielleicht, ist aber so anstrengend und aufreibend, dass man nach dieser Zeit einfach gar keinen Bock mehr hat und dann vielleicht alles hinschmeißt. Deswegen lieber zu schauen, wer bin ich, was habe ich für einen Konstitutionstyp und wie kann ich das mit der Lehre von Anthony William verbinden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr Fragen zu der ayurvedischen Lehre habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich mache ein Video dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!